Warum spielt das, gerade wenn wir über Strom reden, eine große Rolle? Was hat denn überhaupt Energie mit Ammoniak zu tun? Inwiefern macht es dann Sinn, dass wir LNG nach Indien liefern? Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Unipa's Market Insights. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und erneut an meiner Rechten zu Ihrer Linken unser Experte Gregor Pett. Hi Gregor. Ja, hallo Florian. Vielen Dank, dass du heute wieder da bist. Immer gerne, freut mich. Schöne Themen wieder vorbereitet. Werde wieder einige Fragen an dich haben und unsere Trainees auch. Ich würde sagen, lass uns direkt reinspringen. Und zwar warst du vor einer geraumen Zeit auf der eWorld und da hat unser Trainee, die Lisa Weising, eine Frage für dich. Hören wir mal rein, was sie dich fragt. Hi, ich bin Lisa Weising, ich bin Trainee bei Unipa und gerade arbeite ich in der Abteilung für Corporate Communication und Governmental Relations. Und meine Frage an Gregor ist, was waren dieses Jahr deine Highlights auf der eWorld? Ja, also die eWorld ist ja eines der führenden Branchentreffen, um nicht zu sagen in Europa das führende Branchentreffen, wo Strom, Gas, alles zusammenkommt. Von daher gibt es immer tolle Erkenntnisse. Das ist auch so eine Art von Pulscheck, wie die Energiewirtschaft gerade so tickt. Und jetzt als generelles Thema würde ich mal eine Anleihe machen bei dem, was der kanadische Ministerpräsident in Davos gesagt hat. Wertegeleiteter Realismus. Also die Branche hat zwar noch die Ziele, ja, Dekarbonisierung etc., das ist ganz hoch auf der Liste, ist aber mit sehr viel Realismus jetzt gewürzt, sodass man eben stärker guckt, was ist machbar, was ist bezahlbar, was wollen die Kunden. Das steht ganz stark im Fokus jetzt auch bei der eWorld. Was auch auffällig ist der hohe Anteil mittlerweile von IT-Dienstleistern. In Teilen der Halle hat man das Gefühl, dass die Hälfte der Stände jetzt IT-Dienstleister sind, die verschiedensten Systeme anbieten, um den Energiehandel, Datensammlungen für die Steuerung etc. zu unterstützen. Also es ist schon sehr stark im Wandel auch. Interessante Entwicklung, wahrscheinlich auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, wobei da muss man auch schon gucken, nicht alles, wo dann groß künstliche Intelligenz draufsteht, ist jetzt wirklich so neu, das ist auch schon ein Hype, also da muss man schon dahinter gucken, wie viel dann hinter diesem Hype steckt. Okay. Verstanden, ja. Also immer wieder ein großes Event. Ich habe mir auch ein paar Zahlen besorgt. Also insgesamt waren 37.000 Besucher vor Ort. 2.500 davon am Unipa-Stand. Also recht gut besucht. Voll von morgens bis abends. Ja, das ist also immer für unsere Eventabteilung auch eins der größten Events im Jahr. Insgesamt 34 oder über 34.000 Minuten an Meetings am Unipa-Stand. Und eine sehr interessante Zahl, über 4.000 Tassen Kaffee. Also wurden ausgeschenkt. Also da schlug das Beating Heart of Energy wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Das glaube ich. Genau. Und nächste eWorld dann wieder im nächsten Jahr. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Segment, wo wir uns so ein bisschen die Pressemitteilungen der letzten paar Wochen anschauen, wo wir es gerade hatten. Rechenzentren waren da im Fokus und zwar hat Unipa und Enlighten einen Liefervertrag an ein Rechenzentrum unterschrieben. Rechenzentren, da reden wir häufiger drüber. Warum spielt das gerade, wenn wir über Strom reden, eine große Rolle? Ja, zwei Faktoren. Das eine ist, die Rechenleistungen werden immer größer und die Anforderungen an Rechenleistung, da spielt natürlich die künstliche Intelligenz eine große Rolle, weil die sehr intensiv ist, rechenleitungsintensiv ist. Und das zweite Thema ist, dass zunehmend auch Rechenzentren in Europa, in Deutschland gebaut werden. Das ist das Thema, man nennt das Digital Sovereignty, das heißt also, dass Deutschland, Europa wollen, dass man nicht auf Rechenzentren in anderen Ländern, wo die Datenschutzrichtlinien andere sind und man das auch nicht beeinflussen kann, dass man darauf zurückgreifen muss, sondern man will die dann hier haben, wo man das beeinflussen kann. Und das treibt natürlich den Bau von solchen Rechenzentren, gerade in der Nähe von Knotenpunkten, wo sie dann gute Verbindungen ins Internet haben. Gut, verstanden. Eine weitere Meldung, die letzte Woche reingekommen ist. Und das führt so ein bisschen zurück auf das Gipfeltreffen zwischen Premierminister Modi und dem Bundeskanzler Merz in Indien vor ein paar Wochen, wo auch unser CEO Mike Lewis mit dabei war. Und in dem Rahmen wurde zwischen Unipa und der Gujarat State Petroleum Corporation ein 10-Jahres LNG-Deal unterzeichnet.
Da ist es jetzt wohl ein bisschen anders. Da liefern wir das LNG nach Indien. Wir reden hier auch in diesem Format immer wieder über Versorgungssicherheit für Europa. Inwiefern macht es dann Sinn, dass wir LNG nach Indien liefern? LNG ist ja ein globales Geschäft, ne? Und das ist Kaufen und Verkaufen. Wir haben ja LNG gerade in Asien, ne? Über unsere Verträge mit Woodside aus Australien. Da liegt Indien natürlich relativ nahe und man muss sich das so vorstellen, in einem globalen Markt ist, wenn Mengen gekauft sind und dann jetzt beispielsweise nach Indien geliefert werden, dann kauft Indien weniger aus den USA, aus anderen Ländern, die sind dann wieder frei, um unter anderem nach Europa zu kommen. Also da ist alles mit allem verknüpft. Und wenn diese Mengen helfen, den Bedarf zu decken, dann hilft das auch global der Versorgungssicherheit. Okay. Wunderbar, bleiben wir kurz in Indien. Und Sie da draußen übrigens, wenn Sie sich die Pressemitteilung mal in Ruhe anschauen wollen, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite uniper.energy. Bei der nächsten PM möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar ging es hierbei um ein Offtake-Agreement, auch aus Indien, mit der Firma AM Green. Hier werden 500.000 Tonnen pro Jahr an erneuerbaren Ammoniak bezogen. Da meldete sich einer unserer treuesten Fans nach der letzten Folge, mein Vater bei mir direkt, als er die Episode gehört hat und hat gesagt, was hat denn überhaupt Energie mit Ammoniak zu tun? Ja. Dann habe ich ihm versprochen, dass ich dich mal frage, also was hat es da damit auf sich? Ja, Ammoniak ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Das ist natürlich jetzt für die Düngemittelproduktion direkt relevant und anwendbar, so als Grundstoff in der Chemie. Es kann aber auch jetzt in der Tat in der Energie eingesetzt werden und es kann verbrannt werden, direkt, ne, brennbar, also in Schiffsmotoren direkt. Es gibt auch Länder, wo das zum Beispiel zur Beifeuerung in beispielsweise Kohlekraftwerken eingesetzt wird. Und das hat natürlich den schönen Effekt, wenn das erneuerbarer Ammoniak ist, der also auf erneuerbarem Weg erzeugt ist, dann mindert das natürlich die CO2-Bilanz. Also das ist in Europa jetzt weniger ein Thema, weil die Kohlekraftwerke sowieso alle schrittweise stillgelegt werden, also zumindest in Westeuropa. Aber zum Beispiel in Japan ist das durchaus ein Thema, dass mit Beifeuerung von Ammoniak da gearbeitet wird. Ja, also es ist sehr universell einsetzbar und ist halt leichter zu transportieren als zum Beispiel Wasserstoff in verflüssigter Form. Das ist ja sehr aufwendig. Ja, da ist Ammoniak leichter. Und ist auch ein bisschen energieschonender in Anführungsstrichen, weil es halt früher auch flüssig wird als Wasserstoff, genau, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht denn Ammoniak zum erneuerbaren Ammoniak? Ja, Ammoniak besteht ja aus Wasserstoff und Stickstoff und das heißt, wenn er verbrennt, entsteht ja zum Beispiel kein Kohlendioxid daraus. Und wenn ich jetzt den Ammoniak aus erneuerbaren Quellen hergestellt habe, und das kann ich, indem ich den Stickstoff aus der Luft entnehme und den Wasserstoff erneuerbar herstelle, wie ich normalen Wasserstoff, sage ich mal, auch herstelle, nämlich mit erneuerbarer Energie, Elektrolyse und dann noch ein Syntheseverfahren, Haber-Bosch, dahinter klemme, dass ich dann aus der Luft den Stickstoff hole und dann das kombiniere und Ammoniak erzeuge, dann habe ich eben aus erneuerbaren Quellen diesen Energieträger Ammoniak hergestellt. Interessant. So, Herr Oberländer Senior, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Wenn nicht, immer gerne melden. Das macht er. Ja, vielleicht noch als kleine Follow-up-Frage. Warum reden denn da gerade alle rüber? Ist das vielleicht so ein Thema, das Wasserstoff ablöst oder gibt es da generell Investitionen, die man, sag ich mal, global sieht? Also das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man kann beides machen. Der Ammoniak hat, wie gesagt, den Vorteil, dass er leichter zu transportieren ist und dann für viele Anwendungen dann auch direkt verwendet werden kann. Ne, das macht ihn halt attraktiv, aber das schließt ja nicht aus, auch Wasserstoff zu erzeugen und den da auch direkt zu transportieren und nicht über den Ammoniakweg zu gehen. Also es geht beides. Okay. Von Ammoniak zu einem meiner Lieblingsthemen, PPAs. Oh, ja. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, war es, den Matt Nunn schon mal hier, der ein bisschen darüber geredet hat. Ist auf jeden Fall etwas, was man sich merken sollte. Da haben wir auch einen Vertrag unterzeichnet mit einem Spannungskabelhersteller, NKT, in Wilhelmshaven, und zwar zur Lieferung von Solarstrom. Und das Besondere diesmal ist, dass das von Uniper selber gebaut wird und dann geliefert wird. Aber machen wir einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich ein PPA? Ja, ein PPA ist, das steht ja englisch für Power Purchase Agreement. Ne? Das heißt, da kauft jemand den Strom
Und in dem Fall kauft jemand den Strom aus einer erneuerbaren Anlage. Das heißt also, das ist dann ein PPA, das erneuerbaren Strom hat. Das sind spezielle Verträge, die sind so maßgeschneidert. Die Idee dahinter ist, dass der Betreiber so einer Anlage seine Produktion an jemand anders verkauft und möglichst selber wenig zu tun hat mit dem Management dieser Stromlieferung. Ja, weil das Leute sind, deren Kernkompetenz häufig ist, die Anlage zu bauen und zu betreiben und weniger die Vermarktung des Stroms vorzunehmen. Also ein PPA ist eigentlich gedanklich ein Produkt, wo Leute diese Produktion verkaufen an jemand, der dann die anderen Sachen managt, auch die Risiken managt im Energiemarkt und das eben bestmöglich vermarktet und dann über den Preis, das dann eben an den Anlagenbetreiber zurückbezahlt. Die gibt es in verschiedenster Form, ne, dass man bezahlt, was angemeldet wurde, dass man das bezahlt, was geliefert wurde, je nachdem, was dem Anlagenbetreiber am besten passt. Und die Grundidee ist, wie gesagt, für den Anlagenbetreiber ein maßgeschneidertes Produkt zur Verfügung zu stellen und dass derjenige, der dieses PPA kauft, das dann eben managt. Und der Anlagenbetreiber kann mit so einem Vertrag dann auch hingehen, zum Beispiel seine Finanzierung unterstützen und glaubhaft machen, dass er eben langfristig seine Strommengen auch gut verkauft hat und auf diese Weise eben Finanzierungsquellen von Banken oder von anderen Investoren dann erschließen, wenn er so einen Vertrag vorweisen kann. Ja, absolut. Und hilft natürlich auch dem Dekarbonisierungsportfolio ein wenig. Ich habe mich da mit der Projektleitung auch ein bisschen intensiver unterhalten und es ist tatsächlich so, dass es wirklich maßgeschneidert auf die Wünsche des Kunden gebaut wurde im Endeffekt. Auch das Risiko wurde so abgesichert, dass es ein Win-Win für alle Beteiligten war. Und da kann ich Sie da draußen auch nur noch mal darauf hinweisen, wir haben auch einen PPA-Konfigurator, den es auf juniper.energy zu finden gibt. Da können Sie gerne mal vorbeischauen und sich schlau machen. Ansonsten kontaktieren Sie uns. Wir stellen da gerne den Kontakt her. Wunderbar. Hätten wir auch das Thema PPAs noch mal ein bisschen erörtert. In der letzten Folge haben wir über die Kraftwerkstrategie uns unterhalten und auch festhalten können, dass es dieses Jahr voraussichtlich 2 Auktionen geben wird. Und dahingehend hat sich Nicolas Pieper, auch ein Trainee von uns, der im Moment sein Placement auch in UK hat, gemeldet und hat folgende Frage an uns. Hi Florian, hi Gregor, ich bin Nico und ich bin Trainee bei Juniper. Ich bin momentan in meinem 2. Placement bei der Radcliffe Power Station in England. Und meine Frage ist, wie funktionieren Auktionen für Strom auf dem Kapazitätenmarkt, beispielsweise hier im Vereinigten Königreich? Also das UK hat schon eine jahrelange Erfahrung mit dem Thema Kapazitätsmärkten und Kapazitätsauktionen. Das liegt daran, dass dort sehr frühzeitig schon die Situation aufgetreten ist, dass Knappheiten vorhersehbar waren und dass die Regierung bzw. das Energieministerium dann diese Maßnahme ergriffen hat. Wie funktioniert das? Also es finden Auktionen statt, die finden einmal statt mit 4 Jahren Vorlauf, sodass man auch Zeit noch hätte, etwas zu bauen, wenn man erfolgreich ist in der Auktion oder auszubauen, bestehende Anlagen oder aber auch die Stilllegung von Anlagen zu vermeiden und aufzuschieben. Und dann gibt es noch eine weitere Art von Auktionen, das ist dann 1 Jahr davor. Ne? Man spricht dann von T-4 und T-1 Auktionen. In dieser Auktion kann man Erzeugungsanlagen bieten und das Kernprodukt ist, dass man verspricht, zu einer bestimmten Zeit eben produzieren zu können. Das heißt also, wenn es gebraucht wird vom Netz, muss man da sein und muss dann liefern können. Damit das auch glaubhaft ist, muss man durch so eine sogenannte Präqualifizierung gehen. Das heißt, man muss glaubhaft machen, dass das auch irgendwie geht. Ja? Also da kann nicht jeder kommen und sich ein paar Batterien in die Garage stellen und dann so tun, als ob er oder sie das dann liefern kann. Nee, das muss man dann schon anders vorweisen. So, wenn man das geschafft hat, diese Präqualifizierung, dann kann man in der Auktion mitbieten. Das läuft dann so, dass das so eine absteigende Uhr ist, wie sich das nennt. Das heißt, man startet mit einem bestimmten Preis und der wird dann schrittweise gesenkt und dann steigen Leute halt aus, weil sie dann Preise erreicht werden, wo die Leute dann sagen, nee, lohnt sich nicht mehr. Für mich kann ich da eben nicht mehr darstellen. So, und dann schrittweise fallen so viele raus, bis dann die übrigbleibenden dann einen Zuschlag bekommen und dann kriegen die alle den gleichen Preis, nämlich der, wo das dann am Ende gelandet ist. So, was ist der Preis?
Das ist eben nicht so ein Preis für eine Energieeinheit, also Euro oder hier Pfund natürlich in Großbritannien pro Kilowattstunde, sondern pro Kilowatt. Das heißt also, ich kriege den Preis dafür, dass ich 1 Kilowatt oder 1 Megawatt Leistung dann bereithalte in einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist eben das Wichtige. Und es ist am Ende, ich kriege das Geld auch egal, ob ich produziere oder nicht. Ja. Ne? Hauptsache, ich bin da und könnte in einer der berühmten Dunkelflaute-Situation eben produzieren. Ja, das ist so. Und damit haben die Briten eben sehr lange Erfahrung jetzt. Die ist auch mehrfach angepasst worden. Das Design, die Präqualifizierungskriterien etc. Haben also das, glaube ich, sehr gut gemacht, dass sie erstmal gestartet sind, die Erfahrungen dann aus den ersten Auktionen verarbeitet haben für die weiteren, ne, sodass dann eben so eine Lernkurve dann da war. Ne. Das war also sehr pragmatisch nach der Beobachtung, ne, und dann was da zugelassen wurde. Ne. Glaubst du denn, dass das in Deutschland großartig anders aussehen wird oder guckt man dann einfach auch mal zum Nachbarn und schaut, wie das da gelaufen ist? Ich bin mir sicher, dass das alles ausgewertet wird und analysiert wird. Also das ist sehr transparent, wie das im UK gemacht wurde und sehr gut ausgewertet. Wir machen da auch regelmäßig Prognosen, ja, was wir glauben, wer da wo bietet und bis zu welchem Preis die gehen werden. Das ist total spannend, das zu versuchen, anhand öffentlich verfügbarer Informationen zu erschließen, was man glaubt, wo der Preis am Ende liegen wird. Das ist Übungs- und Erfahrungssache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Deutschland auch diese Erfahrungen sich anguckt. Ja, wir werden Sie da draußen natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dazu hier in Deutschland auch Neuigkeiten gibt. Ist auch nur zu hoffen, dass wir uns auch erlauben, dann eben dazu zu lernen und nicht versuchen, im ersten Schritt perfekt zu sein, was ja immer schwierig ist, wenn die Umstände sich ändern. Also das ist eben die Haupterfahrung. Lernen und dann an sich anpassen ist, glaube ich, der Weg zum Erfolg in dem Fall. Wunderbar. Niklas, ich hoffe, die Frage wurde dementsprechend beantwortet. Wir haben auch noch, wo du es soeben gesagt hast, zur Dunkelflauten-Thematik eine Biogasfrage bekommen, die wir in einer der nächsten Folgen definitiv beantworten werden. Dafür reicht die Zeit heute leider nicht mehr. Ja, ist hochspannend und da sollte man ein bisschen Zeit haben dafür. Genau, ja. Also da bleiben wir auch am Ball. Und für heute wäre es das erstmal gewesen. Nächstes Mal wirst du nicht an meiner Seite stehen. Da bist du, glaube ich, bei der CERAWeek in Houston. Ja, das stimmt, ja. Und wirst bestimmt auch einige spannende Themen wieder mitbekommen. Auf jeden Fall. Für Ersatz ist gesorgt. Der gute Jess Torpe aus unserem Wetterteam wird vorbeischauen. Da werden wir über das Thema Wetter mal reden. Auch sehr, sehr interessant. Das ist super spannend. Der Jess macht das hervorragend. Ja. Wunderbar. Gregor, vielen Dank. Und dann viel Spaß in Houston und dann sehen wir uns danach wieder in der nächsten Folge. Ja, danke dir. Und dann Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Hoffen wir, Sie sind bei der Wetterausgabe dann beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, auf Wiedersehen.